Endlich sind sie da. Otti und Keule kriegen ein Paket frisch aus dem Presswerk. Wir haben die DVD und die Blu-ray. Ich persönlich würde immer Was die sind Blu-ray... für Themen übrigens? Verplant, das kannst du nicht lesen. Nein, das muss ich dazu sagen. Ach so, also verplant, wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Worum geht's in dem Film? Also um mich Und was machst du in dem Film? und um Matthias. Und wir fahren beide mit einem Fahrrad. Und zwar von Heiligenstadt, das ist hier in Thüringen, bis nach Vietnam. Wow. Ist krass, oder? Ja, wow. Naja, auf jeden Fall gibt's Und jetzt... war das so? Okay. Gut. Ich sage immer gut. Also haben wir jetzt eine DVD und eine Blu-ray. Ich würde tatsächlich immer die Blu-ray kaufen, weil die ist einfach kleiner, wie man das hier auch sieht. Kostet auch mehr. Kostet auch mehr, genau. So, ist gut. So, und jetzt machst du das auf und hast dann diese CD. Also es ist wirklich auch eine CD drin, also so eine Disc. Man kann auch... Also hier, die ist auch nicht aufgedruckt. Man kann hier, ne, hier so Vorderseite, Rückseite, also alles. Krass. Um den bevorstehenden Release am 5. November zu promoten, sollen Otti und Keule ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dazu kriegen sie von mir ein paar Fragen zugeschickt. Ja, Dass danke. das mal so kommt, na, also wer hätte es gedacht beim Losfahren? Also ich nicht. Was meinst du, dass wir mal im Kino kommen oder auf DVD Auf oder sonst DVD was? und dass wir jetzt hier sitzen und irgendeinen dummen Scheiß labern müssen, weil Waldemar wieder irgendwelche Fragen geschrieben hat. Das macht der immer, ne? Das hat er auf der Tour schon gemacht. Was ist in einem Satz eure tägliche, also unsere tägliche Routine? In einem Satz. Wie viel raucht ihr eigentlich mittlerweile? Boah, Alter, beide mal, du dumme Sau, ne? Und vor allem ist er ja auch nicht mitgefahren, ne? Er hat auch schon ein paar Mal nach Ende der Tour gesagt, einfach, Ich bin froh, dass ich nicht mitgefahren bin. Ganz genau, ich hab euch so gerne beim Leiden zugeguckt, als ihr über verschneite Bergpässe und sonst was, weil wir frieren uns hier fast die Gliedmaßen ab und er sitzt in seinem warmen Schnittraum und freut sich einfach, dass er uns beim Leiden zugucken kann. Deswegen liegt er jetzt auch mit Rückenschmerzen zu Hause. Ja, Karma, Waldemar. So ist es. Bitch. Kommen wir endlich zur ersten Frage. Was unterscheidet eurer Ansicht nach verplant eigentlich von anderen Reisefilmen? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was uns wirklich von anderen Reisefilmen unterscheidet, wir machen nicht mehr draus, als eigentlich ist. Ja, wir geben keinem Ratschläge, wie er sein Leben zu führen hat. Wir fahren einfach Fahrrad und das seht ihr im Film. Und das so auf unsere ganz eigene Art und Weise. Mir ist Kaffee. Ja, gerne. Mach einen. Oh, scheiße, fick dich. Es ist halt immer schwer, dann das dann über sich selbst zu sagen, aber wir sind so, wie wir sind, wirklich in dem Film, so wie wir halt auch wirklich sind. Und das ist halt sehr authentisch, sagt man uns immer, und es ist sehr kurzweilig, unterhaltsam und wir nehmen uns auch selbst nicht so ernst. Wenn du das planst, du tust das immer so easy ab, so ja, da ist dann halt Winter und dann guckst du halt mal und dann, das wird schon irgendwie, und dann stehst du hier vor vollendeten Tatsachen. Ich glaube, deswegen kann man da, wenn man ein bisschen Lust irgendwie auf Blödsinn hat, so für ja, fast 2 Stunden einfach mal in Ruhe Bier trinken will, ein bisschen Schwachsinn anschauen, dann ist der Film, glaube ich, genau richtig. Vielleicht Was, auch noch mal was im Film auch immer sehr gut ankam, waren was den Film auch nochmal irgendwie so ein bisschen persönlicher macht, sind halt die Illustrationen, die wir in dem Film drin haben. Es gibt nämlich so ein paar Ecken, wo wir halt nicht filmen konnten, vor allem in China. Und da hat dann Waldemar mit seiner bezaubernden Freundin Iris dann 3 Wochen zu Hause sich eingeschlossen und die haben einfach die fehlenden Szenen in dem Film per Hand gezeichnet. Ja, da hat Waldemar hat sich fotografieren lassen, hat sich dann selbst abgemalt und dann haben die beiden das dann noch eingescannt und animiert und so. Mehr dazu, wie die Animationen in Verplant entstanden, erzählen wir euch demnächst in einem gesonderten Video. Es lohnt sich also wirklich bei uns dran zu bleiben, auch bei den Kanälen, die wir haben. Einfach mal ein bisschen schauen, weil da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen von. Instagram, Facebook, verplant.film. Nächste Frage. Wie kommt Verplant bisher so an? Was sagen die Leute? Was war denn? Jetzt hier irgendwo war es Augsburg oder Ingolstadt oder irgendwo, wo wir im Open Air waren und dann meinte eine Zuschauerin nach dem Film dann, ja, ich dachte, ihr macht so eine Reisedoku, aber es war ja doch irgendwie ganz authentisch, was ihr gemacht habt. Oder ganz unterhaltsam oder irgendwas. Das heißt schon wirklich, dass so dieses Wort Reisedoku dafür steht, du machst irgendwie mehr draus, als eigentlich ist. Du findest immer den Sinn des Lebens und es ist ein Versprechen, du musst nur 1 Jahr lang Fahrrad fahren und dann sind alle deine Probleme gelöst. So überhaupt kein Problem. Die Welt ist gerettet. Die Welt ist gerettet. Klimawandel ist aufgehalten. Ja, es ist halt einfach, ja, wenn dann einer sagt, erfrischend selbstironisch,
Es macht unheimlich viel Spaß und Lust, selbst das Rad zu satteln oder eine ausgezeichnete Reisedokumentation mit Da zwei muss ich jetzt mal sympathischen einhaken, Protagonisten. Herrlich unterhaltsam. Da muss, Herrlich ich unterhaltsam. jetzt, da muss ich jetzt mal einhaken. Es macht Lust, selbst das Rad zu satteln. Das ist so eine Sache, da habe ich im Vorfeld von diesem Film niemals dran gedacht, dass wir Leute motivieren würden, tatsächlich loszufahren. Wir heulen die ganze Zeit nur rum und trinken Bier. Scheiße. Ich hasse Fahrradfahren so sehr, ne? Vielleicht wollen das andere Leute auch machen. So. Die finde ich auch cool. Habt ihr besondere Kontakte auf den Reisen geknüpft und denen eventuell auch bereits euren Film präsentiert? Wir haben alleine, als wir auf klar. der Kinotour waren, wir waren ja in der Schweiz auch in der auf Kinotour beispielsweise, dann waren wir in Aachen, da haben wir David, den lernt ihr im Film auch kurz kennen, der wusste bis dato gar nicht, dass er in dem Film ist und wir haben ihn halt mit ins Kino genommen und er war halt mega überrascht und hat es total gefeiert. Das heißt, wir haben wirklich viele Leute getroffen, viele Leute auf der Kinotour auch wieder getroffen, was einfach auch riesig Spaß macht. Und jetzt geht die Säge wieder an. Super, mitten im Satz. Am Sabbat, Alter, ey. Ja, wir haben Leute getroffen und haben denen auch den Film schon gezeigt. Nicht allen. Also es ist halt so, du triffst halt immer mal Leute, die sprechen kein Deutsch, die sprechen kein Englisch, mit denen verständigst du dich und mit Händen und Füßen. Das ist dann natürlich auch schwierig, denen so einen kompletten Film halt irgendwie zu zeigen. Und du triffst die vielleicht, das ist halt auch immer so das Schöne beim Reisen, finde ich. Ne? Du triffst halt Leute, mit denen verstehst du dich gut und dann geht halt jeder auch irgendwie wieder seine Wege, was halt auch interessant ist. Stimmt, ja. Letzte Frage. 304 Tage hat die Tour gedauert. 13.007 Kilometer haben sie dabei zurückgelegt. Doch wie hoch war eigentlich der Bierverbrauch? Wie viel Bier haben wir getrunken auf der Reise? 4? Ich sage mal, rechne einfach 300 mal 4 und dann hast du die Das ist ungefähr. die erste Woche und dann das dann wieder aufs Jahr hochrechnen. Das bleibt dann hängen irgendwie. Also das ist so die letzte halbe Stunde, was im Film wird halt nur gesoffen. Und davor eigentlich fast gar nicht. Also im Film nicht, das haben wir natürlich trotzdem gemacht. Aber das, keine Ahnung, bleibt dann irgendwie im Kopf so, als ob die übelst die Saufschweine wären. Vor allem, Saufschweine oder nicht? Urteilt selbst, wenn ihr den Film nochmal auf DVD oder Blu-ray schaut. Yo, fresh. Verplant. DVD und Blu-ray ab 5. November. kauft unseren Scheiß. Vorbestellen kann man übrigens jetzt schon. Da könnt ihr ein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr schon mal von der Liste streichen.